unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Dawn, das viele Lichtjahre von zu Hause entfernt ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Dawn dringt dabei in Galaxien vor, die noch nie ein Jem'Hadar zuvor gesehen hat. The founders have taken notice of a Lucari project in the Nakul system. If successful, it will repair the damaged star there. Quite an audacious undertaking. The Lucari admiral in charge of the project has requested our assistance, and the founders want you to provide it. She's sent specifications for a device called the Stellar Rejuvenator. Have your engineer install it on your ship before you disembark. You'll be using it as part of the Lucari efforts there. Report to Admiral Kumarke in the Nakul system when you're ready. May your victory provide new life to the Nakul. Jawohl, und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Star Trek Online und der Quest Sternenwünsche, die wir natürlich akzeptieren. Ja, und gehört natürlich zur Questreihe Könige und Königinnen. Admiral Kumarki führt eine heikle wissenschaftliche Operation bei Nakul Stern durch. Ja, wie man sieht, hier gibt es auch erst 2 Episoden. Also diese und dann überrascht. Und dann sind wir auf dem aktuellen Stand. Das heißt, bald ist es vorbei mit Star Trek Online. Denn die einzelnen Quests, es dauert immer ein bisschen, ehe da was Neues kommt. Was dann auch kommen wird, definitiv. Aber ich habe mir schon Gedanken gemacht und wir bleiben beim Star Trek Sonntag. Und ja, fürs Erste habe ich da noch was für Star Trek Sonntag. Mal gucken, wie weit ich das machen und treiben kann. Aber soweit es mir möglich ist, möchte ich schon den Star Trek Sonntag soweit aufrechterhalten. Na gut, aber bleiben wir erstmal hier. Wir sind ja noch nicht durch. Wir legen erstmal los mit Sternenwünsche und ja. Dafür verschwinde ich erstmal wieder in mein Inventar. So schön wie das immer ist. Also bis gleich. Und da geht es auch schon weiter und wir sind bereit voranzuschreiten in die nächste Mission. Aber erstmal bewegen wir uns in die Richtung. Das ist wichtig. Vielleicht, möglicherweise. Ja, da. Transwarp und los. Und da sind wir auch schon. Und, ja, wir sind bereit. Bereit für jegliche Schandtaten. Wie das sein soll. In der Quest Sternenwünsche. Captain's Log, 5th Reckoning, Chronicle 36. We are about to commence work on a most important operation. An attempt to revitalize the Nakul Star. One of the finest vessels in the Alliance is joining our efforts today. May the wisdom of Lukar guide us to success. Good to see you, my friend. Thank you for being a part of this. Ja, aber mit Freuden. Wir stehen bereit, sollten Sie Hilfe benötigen. Und ich glaube, Glückwünsche sind angebracht, Admiral. Thank you. It's an honor I fully intend to live up to. More about that later. We've got a job to do. Before we begin, I should warn you, the Nakul are somewhat anxious about this procedure and any complications that might arise. Ah, okay, das ist aber verständlich. Es geht immerhin um, naja, Ihren Stern. Indeed. But we have earned their trust over the months of research here, and I intend to honor that today. Ah, verstanden. Dann lasst uns anfangen. Heading to the primary coordinates now. All hands, prepare to deploy the Stellar Rejuvenators. It's time to heal a star.
Ja, mal schauen. Ja, hübsch hier. Auch der Klumpen da hinten ist ziemlich hübsch. Kann man sich jetzt so nicht beschweren. Beschleunigen das mal ein klein wenig. Dum. We meet again. One hopes your efforts here today will have a better outcome than your previous attempt to repair our star. Das hoffen wir doch alle. If I may interrupt. Representative, we are indeed ready to begin the process. With your blessing, of course. Very well. Our fleet is standing by to assist you if necessary. Vielen Dank, Repräsentant. The time has come. Admiral Kumarte, I hereby authorize you and your associates to proceed. May your efforts lead to a new dawn for the Nakul people. Bereit, wenn Sie es sind, Admiral. Use is dawn, Ende. Bin ich zu weit weg? Ja, ich war einen Meter zu weit weg. Ja dann. Feuer! Getting some strange readings. Try adjusting your cohesion beam frequency. Na klar. Das kriegen wir doch hin. Auf den Ruf der LSS Trelun antworten. Okay. We're reading several disruptions in the cohesion beam, originating 100,000 kilometers from the star's surface. Okay. Versuchen Sie es auszugleichen. Vorschläge, Admiral? Stellar activity in the area may be causing the fluctuations. Adjust your course to the following coordinates. Let's see if the situation improves there. Wir kümmern uns drum. Stachelende. If we tighten formation, our beams may reinforce one another. Agreed. Move to the following coordinates. Alles klar. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Also ein bisschen abseits hier von den Asteroiden. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Quasi freie Sicht. You've reached the new coordinates. Deploy from there. Once you've redeployed, you'll need to adjust the frequency again. Na dann, ausrichten. Und Feuer! Okay, Frequenz wieder anpassen. Aha. Initiate stellar modulation sequence on my mark. Mark. Modulation initiated. Energy levels are increasing. Reading erratic spikes at the stellar core. Abort! All ships abort now! Abbrechen. That was far too close for comfort. Was ist passiert, Admiral? I detected a feedback loop forming. If we hadn't shut down when we did, a stellar flare would have backfired along the cohesion beam. The damage to us and the Nakul would have been catastrophic. Ja, das wollen wir eher verhindern. Wir werden von Repräsentant Katek gerufen. Das kann ja heiter werden. Are you mad? Do you think we will sit by idly while your incompetence puts our star at risk once more? Explain yourself immediately. Ja, ist ja gut. Es gab ein Problem und wir gehen dem gerade nach. I suggest you do so quickly and with positive results. Rest assured, if you do not save our star, then you can be certain that our fleet will avenge it. Ja klar. I've taken a look at our data from the incident, and I believe I've found something. Okay, schießen Sie los. I've discovered where the cohesion beam started to suffer interference. The coordinates are 0.4 AU from the star. Aha, sehen wir uns das mal an.
Voller Impuls aus festgelegte Koordinaten. Auf. Ja, sollte auf sein. Ne, ist egal. Auf geht's. All right, I believe it's time to get to the bottom of this before the administrator loses his patience. Okay, okay. Dem stimme ich voll und ganz zu. Melden die Sensoren etwas Außergewöhnliches? Some of the asteroids nearby are emitting an unusual level of energy. However, their composition is making long-range scans ineffective. Ist klar. Sehen wir uns das näher an. Steuermann, bringen Sie uns rein. Strange. The asteroid is emitting highly energized particles, like the tail of a comet. It's marked as an asteroid in the stellar registry. No mention of reactive properties. So, same asteroid, different behavior. Sounds like we're on the right track. Das ist wieder so eine Map, wo die Skins kaputt sind. Das gab's lange nicht. So, bei den ersten Questreihen gab's das immer ein paar Mal. Dann ewig nicht mehr. Und jetzt wieder. Das ist wunderschön. So, du. Ich komme. Ja, der Schweif ist denen schon gelungen. Das ist sehr angenehm. Ich ja mit meinem, naja, weiß und leicht bläulichen, äußerst hässlichen, texturfreien Schiff. Ja. Wundervoll. So, da ist er. Wir kommen dem näher. Ja, wollen wir nicht direkt in den Schweif reinfliegen? Scan. The asteroid is emitting energy in a pattern similar to that of the star earlier. Whatever caused that issue may be in effect here as well. We are still unable to conduct a deep scan of the asteroid, however. If we can devise a way to do so, I believe we will find more answers. Empfehlungen? There is a human expression. You cannot prepare an omelet without cracking a few eggs. Or in this case, asteroids. If we fracture one of them with our weapons, we will expose the core and obtain the deep scan results we seek. Okay, okay. Verstehe. Taktische Station. Zielen Sie den Asteroid an und machen Sie sich bereit zum Feuern. Und Feuer. Das wird jetzt ein bisschen übertrieben, glaube ich. Okay, ich meinte eigentlich nur von den Effekten her wird das ein bisschen übertrieben, aber war wohl auch so ein bisschen übertrieben. Fortunately, there are more targets available. We should try again, although with considerably lower weapon settings. Ja, verstehe ich. Bin vollkommen einverstanden. Taktische Station. Nehmen Sie die notwendigen Anpassungen vor. The Nakul have tagged the next asteroid for future mining operations. Under the circumstances, I believe they'll agree that its loss will be acceptable. I certainly hope so, ma'am. I'd prefer not to incur their wrath today. Wir beschleunigen das mal ein kleines Stück. Da drüben wäre noch einer. Oh, warum habe ich jetzt gebremst? So, und Feuer.
Natürlich. That did the trick. Scanning our little cracked egg now. The core is decaying into ionized gases. Quite similar to what is happening to the interior of the Nakul star. Interessant. Und nun? I'd like to crack another egg and conduct a scan of it before moving on to making the omelet, so to speak. If my hypothesis is correct, the radiation signature present will match, bringing us another step closer to understanding this phenomenon. Okay, taktische Station wird erneut gehobelt. Remember, we do not want to pulverize our next target. Ja. The Nakul have detected our weapons fire, Admiral. They are understandably curious. Update them on our activities here, Captain. We've nothing to hide. Sehr gut. So, und Feuer. Natürlich wieder komplett übertrieben. Mit Unterstützung, Schiffen und allem. Begin your scans now. Ja, ich scanne schon. It's a match. Very good, Captain. Now, let's compare radiation signatures. Okay. Das mache ich jetzt wie genau? Muss ich da jetzt warten bis roter Alarm und so? Ah, tatsächlich. Aha. Kriegen wir alles hin? Sieht gut aus. Sehr gut. As I suspected, all of the asteroids we've studied have matching radiation signatures. Ob es uns diesmal gelingt? Not quite yet. There are some reactive gas clouds nearby. If their radiation pattern matches those present in the asteroid cores, we can triangulate the origin point and locate the source. Ja, okay. Verstanden. Steuermann, bringen Sie uns näher an die Gaswolken. Admiral, the Nakul representative is concerned about the destruction of valuable asteroids. Es ist ja vorbei. Inform him that the Alliance will compensate the Nakul for their loss, please. As you wish, Admiral. Anfame out. Ja, Komaki ist schon eine gute. Und freundliche. Sie versucht immer zu deeskalieren. Was ist denn hier eigentlich alles Böses? Was ist das? Das sind weitere Asteroiden, oder? Scan. Aha, Wellenmuster vergleichen. Aha. Ja, sieht gut aus. Und übermitteln. Analysis complete. The wave patterns are a match. Widmen wir uns jetzt dem Ursprung. Indeed. I'm transmitting the coordinates to you and Captain Envame. Head there now. Once you've arrived, we can triangulate the location of the anomaly's source. Steuermann, setzen Sie einen Kurs auf diese Koordinaten. Energie. Die Koordinaten sind da. Ich muss nur mal kurz wenden. Komm schon. Und Vollgas. Ich bin schon da. Wir triangulieren.
Compiling sensor data now. Aha! There you are. The multiphasic pulse waves are originating from high orbit around the planet closest to the Nakul star. Aha. Hinweise, wodurch das hervorgerufen wird? Nothing conclusive at this time, I'm afraid. However, if I were to speculate, it's almost like something is tapping against the fabric of space-time. Das ist nicht gut. Wir sollten uns das genauer ansehen. Kurs auf Ursprung der Welle setzen. Aber natürlich. We're approaching the coordinates now. I trust you've spotted our uninvited guests. Ja. Irgendwie schon. Die Sensoren zeigen mehrere tolianische Schiffe an. One thing is certain. We have a limited amount of time to determine what they are doing here before the Nakul detect them. Considering their turbulent history, I doubt the Tholians will receive a cordial greeting from Representative Khartek or his force. Ja, das ist wohl unwahrscheinlich. Die Situation könnte schnell aus dem Ruder laufen. This is peculiar. The Tholians are known for their aggression in response to alien forces, and yet they haven't scanned us or gone to battle readiness. It's as if they are ignoring us. Eigenartig. Öffnen Sie einen Kanal. Sehen wir doch mal, ob Sie gesprächsbereit sind. Attention, Tholian forces. I am Admiral Kumarke of the LSS Raskava. You have violated Nakul space and are disrupting a critical procedure here. I'm instructing you to cease all activities and explain your presence in this system immediately. The border violation is inconsequential. Our work takes priority. We will continue. Do not interfere. Your continued presence is unnecessary. Ihre Handlungen schaden den Nakul-Stern. The loss of this star is acceptable to us. Further discussion is irrelevant. Leave now or you will be fired upon. Dann tun Sie das doch. Vielleicht gibt es eine Alternative. Tholian vessels are going to battle stations. They're moving into attack formation. Wie überraschend. Die typische tolianische Diplomatie, nicht Demokratie. Diplomatie. Roter Alarm. Battle stations. Tactical. Aim to disable, not destroy. I'm not sure they'll reciprocate that courtesy, Admiral. Das ist egal. We need answers, Captain, and it's rather difficult to get them from the dead. Understood. Firing to disable only. Ja, Komaki ist schon eine clevere Nuss. Mag sie schon sehr. So. Schalten wir sie aus. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass die gerade so nicht komplett kaputt gehen. Ah, ich wurde eingesperrt. Überraschend. That was the last of them. Now maybe we can get some answers. Ja, ich hoffe es doch. Wir müssen natürlich wieder... Ah. The Tholian flagship did not engage us in battle. Instead, they remained on station, diverting all non-essential power to their web generator systems. Even their shields are down. What are they doing here? Ah, ich glaube, es ist an der Zeit, das herauszufinden. Preliminary scans suggest that the Tholian flagship is creating an incredibly powerful energy web lattice around a spatial anomaly. There is no target vessel within the web. Mhm. Führen Sie einen Tiefenscan durch. Ich will antworten. Ja dann. Was ist das? This is most unfortunate.
The source of the multiphasic waves lies within the Tholian energy lattice. Furthermore, the waves are increasing in intensity, accelerating the decay of the Nakul star's core. Aha, das hört sich nicht besonders gut an. Left unchecked, this procedure the Tholians are conducting will cause a complete collapse of the stellar core, resulting in a supernova. Optionen? I believe a boarding action is in order. We'll disable the Tholian web generator on board the flagship to stop the procedure. I've sent transporter coordinates. Prepare your away team for action. I shall meet you aboard the Tholian vessel. Ja, okay, das kann gefährlich werden, Admiral. Die Tholianer mögen keine ungeladenen Gäste. I'm quite aware of Tholian hospitality. As you'll recall, I've experienced it firsthand at your side, aboard Caldano's ship. You will need my expertise on this mission. I'm afraid I won't take no for an answer. Captain Onvame, remain on Overwatch and report any changes to the Tholian vessel. Ich wollte dich jetzt nicht aufhalten. Ich hab dich immer gern an meiner Seite. Also, ja, dann, wenn sie ihre Schilde hochfahren, sind wir da drüben gefangen. An acceptable risk. What matters most is stopping that procedure and saving the Nakul star. We'll deal with any unforeseen challenges as they present themselves. Agreed? Na ja, gut. Ist in Ordnung. Wir sehen uns drüben. Na dann. Ja, super. Hier bin ich immer sehr gerne. Let's make haste. The Tholians will muster their security forces once they detect us, and combat could lead to our EV suits being compromised. If that happens, we won't last long in the hostile environment here. Ja, okay. Verstanden. Was machen wir jetzt? Let's begin by scanning the access terminals in this chamber. Find one with main computer access and use it to get a layout of the ship. Once we have that, we can identify the best route to the web generator system and disable it. Mhm, gut. Bleiben Sie wachsam. Die Tholianer könnten jederzeit angreifen. Let's start with that console over there. Okay. That console is dedicated to life support only. No access to the systems we're looking for. We'll have to try another. Ja. This is a medical console, keyed only to Tholian anatomy. Try another console. One of them is bound to have access to the data we require. Okay. Got it. Gather what information you can before the Tholians lock us out of the system. Schiffspläne besprechen. Interesting. The entire vessel is designed around the web generator system. Quite the unorthodox variant of this ship class, but very effective nonetheless. Ja, wir müssen das System erreichen und zwar verdammt schnell. Quite so. Judging by the power readings, we can follow the spine of the craft down this corridor to where the web generators are. Unfortunately, that chamber is locked during use. Gibt es einen Plan B? There's an engineering node nearby. We may be able to cut the power to the web generators from there. Once the system is down, we should be able to gain access to the generators and disable them. Verstanden. Waffen entsichern und dann los. The engineering node is through that door and down the hall. Okay. Watch out for security. The Tholians know we're here now. Ja, ist okay. Bis jetzt alles fein. Tholian security ahead. Neutralize them so we can access the computers in this node. Die machen wir doch easy weg.
Na, ihr Pappnasen. So. Weg mit dir. We're clear. Let's run a bypass on that console while we can. Ich würde gerne. Jetzt. PlayStation